Unheimliche Stories im Krankenhaus. Ich sitze gerade mit 3 Kolleginnen im Nachtdienst. Wir hatten zum Thema, dass man das Fenster öffnet, wenn ein Patient stirbt, damit die Seele entweichen kann. Das ist unter allen Kollegen im Haus ein weit verbreiteter Aberglaube. Irgendwie hatte jeder schon mal eine unheimliche Begegnung mit der Thematik. Die wohl unheimlichste handelte von einem dementen Patienten auf einem Einzelzimmer, der mehrfach geklingelt und von einem schwarzen Mann berichtet hat. Beim letzten Klingeln sagte der Patient, dass der schwarze Mann durch die Wand gegangen sei. Der Patient im Nachbarzimmer war tatsächlich verstorben. Das klingt jetzt erstmal nach einem echt miesen TLC, RTL 2 oder 6 Drehbuch. Kann natürlich auch ein dummer Zufall gewesen sein. Ansonsten sind es vor allem die Patientenklingeln und die daran angeschlossenen Anlagen, die losgehen, ohne dass das Zimmer belegt wäre oder jemand anders die Möglichkeit gehabt hätte, den Notruf zu bedienen. Ich würde mich selbst als sehr rationalen Menschen beschreiben, aber irgendwie regen die Geschichten, gepaart mit dem Selbsterlebten, schon ordentlich zum Nachdenken an. Daher würde ich gern wissen, habt ihr als Patient oder Mitarbeiter im Krankenhaus Ähnliches erlebt? Ich arbeite seit 5 Jahren in der Informationszentrale in einem Krankenhaus. Es gibt diverse Geschichten. Ich fand das schon immer ein spannendes Ding, was Leute sich da so in ihren Nachtdiensten zusammenspinnen. Nachdem unser Haus in den letzten Jahren immer leerer wurde, muss ich gestehen, habe ich auch angefangen, die ein oder andere Geschichte zumindest weniger anzuzweifeln. Also im Sinne von, da ist schon irgendwie was dran. In meinem ersten Nachtdienst hat mir ein Kollege, der mich eingearbeitet hat, von der weißen Frau erzählt. Die Automatiktür am Haupteingang geht nachts ohne scheinbaren Grund auf und zu, bleibt manchmal auch 1 oder 2 Minuten offen stehen, als würde jemand durchgehen. Mein Kollege hat mir damals geschworen, dass man dann hin und wieder einen weißen Umriss auf dem Überwachungsmonitor sehen kann. Tatsächlich hat die Tür aber nur einen übersensiblen Bewegungssensor. Das führt dazu, dass Katzen, Ratten und auch Fledermäuse den Sensor auslösen und dadurch die Tür öffnet. Gerade Fledermäuse sind da oft für verantwortlich, da sie die Motten jagen, die sich nachts unter den Strahlen der Außenbeleuchtung sammeln. Es gibt also eine logische Erklärung, die zusammen mit der Müdigkeit für eine Geistergeschichte sorgt. Dann gibt es die Geschichte vom schwarzen Mann, der im Aufzug steht, weil man einen Verstorbenen in die Leichenhalle runterfährt. Das ist die Geschichte, die seit Jahrzehnten an die neuen Pflegeschüler weitererzählt wird. Die einen meinen, es sei der Tod, der den Patienten ins Jenseits begleitet. Andere erzählen, es sei ein Patient, der noch nicht abgeschlossen hat. Oder sogar ein Pfleger oder Arzt, der angeblich Suizid begangen hätte, aber immer noch seiner Routine nachginge. Ich denke, die Wurzel dieser Geschichte liegt eher daran, dass es ein ziemlich unangenehmes Gefühl sein kann, wenn man alleine mit einem Verstorbenen in den Keller fahren muss. Und der Umstand, dass Krankenhausaufzüge diesen gefühlt 360-Grad-Spiegel haben, dürfte wohl für die eine oder andere Irritation im Augenwinkel sorgen, gerade wenn man übermüdet ist. Es gibt natürlich auch immer wieder mal Geschichten von Patienten, die am anderen Ende des Flurs stehen und wenn man sie anspricht, um eine Ecke gehen und plötzlich verschwinden. Ich denke, das hat auch einfach mit Patienten zu tun, die nachts das Zimmer verlassen, sich erwischt fühlen und dann schnell wieder zurück ins Bett huschen. Meine Lieblingsgeschichte wurde mir jedoch von einem Assistenzarzt erzählt. Er hat mir hoch und heilig geschworen, dass er im Nachtdienst nicht ins Ärztezimmer gehen kann. Sprich der Raum, wo sie nachts ihren Papierkram machen und schlafen können, wenn sie Bereitschaft haben. Es gab hier keinen Skandal, der zur Schließung geführt hat, nur kein Bedarf mehr. Früher wurden bei uns Kinder aus Afghanistan, die in der Obhut von Friedensdorf waren, behandelt. Hauptsächlich Amputationen und sowas. Der Arzt meinte, wenn er nachts durch die Brandschutztür auf die Station gegangen wäre, wären in den leeren Zimmern überall die Lichter ausgegangen. Die Station hat noch diese alten Türen mit Glasscheibe drin. Sobald er die Station betreten hatte, sind überall in den Scheiben die Lichter ausgegangen. Die Geschichte erinnert mich immer wieder an einen schlechten Horrorfilm. Ich glaube, der Arzt hatte eher Angst vor seinem Papierkram als von Kindergeistern. Meine Oma musste im Krankenhaus behandelt werden. Sie hatte keine Demenz und sie hat steif und fest behauptet, ein Mann würde sie beim Duschen beobachten und dass unter der Heizung im Zimmer Katzen wären. Meine Oma schrie, der Mann steht da in der Ecke und beobachtet mich. Ich sagte ihr, Oma, da steht kein Mann. Sie meinte, doch, jetzt hat er sich im Schrank versteckt. Ich gehe hin, öffne den Schrank. Oma, da ist niemand im Schrank. Sie sagte, wie geht es den Katzen? Welche Katzen, Oma? Na, die da unter der Heizung. Siehst du die nicht? Die Mutter mit ihren Kleinen. Ich sage ihr, Oma, das sind keine Katzen. Das ging 3 Tage lang so. Wir dachten, vielleicht hatte sie einen Schlaganfall oder die Vollnarkose hatte irgendwelche Auswirkungen. Nach den 3 Tagen war sie wieder vollkommen klar. Ein bisschen unheimlich war es schon.
2010 lag ich mit einem 90-Jährigen auf dem Zimmer. Irgendwie ein chirurgisches Problem und beginnende Demenz. Um 1 Uhr nachts springt der Typ plötzlich auf, ruft sich den Katheter aus der Blase. Wer noch keinen Katheter gelegt bekommen hat, das tut sackrig weh. Und als ich zu beruhigen versuche, versichert er mir, dass er dringend nach Hause muss. Watzi bräuchte ihn. Die Nachtschwester schiebt es auf die Demenz, ich ebenso. Als er eine Woche später von seiner Familie besucht wird, erzählen diese, dass Kater Watzi gestorben ist. Während des gleichen Krankenhausaufenthaltes lag ich noch mit einem anderen Dementen auf dem Zimmer. Der war etwas jünger und gewalttätig, hat sogar eine Schwester geschlagen und die anderen Patienten im Zimmer beleidigt. Die Krankenhausleitung hat ihn verlegen lassen. Benor, der bringt uns noch jemanden um, stimmte beinahe auch. Ein halbes Jahr später habe ich von Bekannten im Rettungsdienst gehört, dass er jemanden umgebracht hat. Ich selbst. Im Rettungsdienst selbst habe ich eher lustige als unheimliche Krankenhausgeschichten erlebt, wie die Frau, die nicht weniger als 9 Kugelschreiber in ihrer Vagina und Anus gebunkert hatte, oder das Kind im Grundschulalter mit irgendeiner schweren Darmerkrankung, das während der Covid-Epidemie aus Kapazitätsgründen aus der Kinderklinik auf die Erwachsenenstation kam und es trotz gefährlichen Gewichts- und Flüssigkeitsverlust irgendwie geschafft hat, in mehreren Patientenzimmern Wertsachen zu stehlen. Hatte einen creepy Hostel-Mitbewohner. Mir wurde erst am letzten Tag klar, wie schlimm es war. Vor ein paar Jahren war ich allein in Südkorea unterwegs, nachdem ich ein Auslandssemester in Japan beendet hatte. Ich war 21, noch ziemlich naiv und unbeschwert. Meine Freunde waren schon nach Hause geflogen, also dachte ich mir, ich konnte Seoul noch ein paar Tage allein, bevor ich zurück nach Japan und dann nach Hause fliege. Ich buchte ein Hostel in Gangnam, einer sicheren Gegend, das gute Bewertungen hatte, aber ich machte einen großen Fehler. Ich buchte einen gemischten Schlafsaal. Ich dachte, gemischt bedeutet einfach eine bunte Mischung an Leuten, aber als ich dort ankam, war da nur ich und ich teilte mir das Zimmer mit 5 Männern. Ich redete mir ein, dass es schon okay wäre. Ich wäre ja nur zum Schlafen da. Die meisten Leute in Hostels sind doch ohnehin entspannt, oder? Zum größten Teil stimmte das auch. Ich ging sogar mit 2 der Jungs, die dort wohnten, zum Abendessen und sie waren wirklich nett. Aber einer von ihnen gab mir von Anfang an ein seltsames Gefühl. Irgendetwas an ihm passte einfach nicht. Ich versuchte es abzutun, dachte mir, vielleicht ist er nur unbeholfen oder schüchtern. Ich wollte nicht vorschnell urteilen, also blieb ich freundlich, hielt aber Abstand. Trotzdem häuften sich die Red Flags. Jeden Morgen, wenn ich mich fertig machte und mich an dem kleinen Schminktisch schminkte, stand er einfach hinter mir und starrte mich schweigend durch den Spiegel an. Er sagte nichts, er beobachtete mich einfach. Als ich ihn fragte, ob er irgendetwas brauche, sagte er immer nein und starrte weiter, bis ich sichtbar unwohl und genervt wurde. Er fragte mich auch ständig, wann ich zu duschen plane, obwohl wir Gemeinschaftsbäder mit einzelnen Kabinen haben. Es gab keinen Grund, warum ihn mein Zeitplan interessieren sollte. Er fragte immer, was ich jeden Tag vorhatte und wollte ständig abhängen. Ich lehnte jedes Mal höflich ab. Dann traf ich ihn eines Tages zufällig an einer U-Bahn-Station, die weit weg vom Hostel war. Ich hatte gerade einen Palast besucht und wollte zurück, aber da war er. Ich spielte es herunter, aber es machte mich unruhig, weil, wie groß waren die Chancen? Ich redete mir weiter ein, ich sei einfach paranoid. Ich wollte kein Drama verursachen und ehrlich gesagt war ich damals noch dumm und vertrauensselig. Aber mein letzter Morgen war einfach der letzte Tropfen. Ich wachte früh auf, noch im Halbschlaf und döste wieder weg. Als ich das nächste Mal die Augen öffnete, saß er an meinem Bett, beugte sich über mich und strich mir über das Gesicht und die Schulter. Ich schoss sofort hoch und sagte, was zur Hölle machst du da? Er gab mir keine wirkliche Antwort, murmelte nur etwas Vages. Mir wurde richtig übel. Ich stand auf, packte meine Sachen und sagte ihm, dass ich auschecke. Er lief mir hinterher und versuchte Smalltalk zu halten, als wäre nichts passiert. Ich ließ die freundliche Fassade komplett fallen. Ich fuhr ihn an, fragte, ob er nicht auch packen müsse und erinnerte ihn daran, dass sein Flug erst viel später ging. Und dann sagte er, ich mag dich wirklich. Ich sagte ihm, das sei unangebracht. Immerhin kannten wir uns erst seit 5 Tagen. Er antwortete, manchmal
weiß man es einfach. Er sagte immer wieder, er wolle mich wiedersehen, vielleicht irgendwann in Europa. Wir waren beide Europäer. Er versuchte meine Nummer zu bekommen, aber ich lehnte ab. Er drängte. Schließlich gab ich sie ihm, nur damit er endlich Ruhe gab, wissen, dass ich ihn ohnehin blockieren würde. Technisch gesehen ist nichts passiert, schätze ich, aber ich fühlte mich trotzdem ekelhaft und ich war wütend auf mich selbst, dass ich so lange höflich gewesen war. Aber gleichzeitig hätte zu viel Klarheit vielleicht etwas Schlimmeres ausgelöst. Er wirkte unberechenbar. Das war das erste und letzte Mal, dass ich in einem gemeinsamen Schlafsaal übernachtet habe. Seitdem buche ich nur noch Frauenschlafsäle und hatte glücklicherweise nie wieder so eine Erfahrung. Das passierte vor etwa 2 Jahren. Meine Freundin und ich lebten damals in einem Apartmentkomplex und wir hatten diesen Nachbarn, der extrem nett war. So unangenehm nett. Wir waren immer nett zurück. Meine Freundin und ich sind in unseren 20ern und das war ein Mann, wahrscheinlich in seinen 50ern. Also haben wir manchmal die Witze, die er machte, nicht wirklich verstanden. Aber alles war chill. Nun, eines Abends, gegen vielleicht 22 Uhr, verließen meine Freundin und ich den Apartmentkomplex, um zu Walmart zu fahren. Wir gingen an seiner Tür vorbei und redeten in normaler Lautstärke. Als wir bei unserem Auto ankamen, platzte er aus seiner Tür und fing an zu schreien. Ich konnte nicht verstehen, was er sagte, also nahm ich an, er war entweder am Telefon oder schrie mir jemanden an, mit dem er zusammenlebt. Am nächsten Tag, nachdem ich von der Arbeit kam und nach Hause fuhr, stand er draußen auf dem Parkplatz. Er starrte mich an und redete, aber ich konnte ihn nicht hören, weil das Fenster oben war. Also blieb ich im Auto, bis er wegging. Ja, ich weiß, ich bin ein Waschlappen. Ich ging hoch in mein Apartment und alles war okay. Etwa 15 Minuten später gingen meine Freundin und ich wieder raus, um unsere Wäsche zu machen. Und er saß in seinem Auto und wartete auf uns und sagte: Brüll mich nie wieder durch meine Tür an. Wenn du ein Gespräch führen willst, kannst du klopfen. Wir sagten ihm, wir hätten nicht mit ihm geredet. Wir hätten miteinander geredet und wären an seiner Tür vorbeigegangen, aber er glaubte uns nicht und meinte weiterhin, wir hätten versucht, durch die Tür mit ihm zu reden. Er lebte noch ein weiteres Jahr in dem Komplex und jedes Mal, wenn wir an ihm vorbeigingen, starrte er uns entweder an, murmelte etwas in sein Bart oder lachte uns aus. Und das ist vielleicht nur Paranoia, aber eines Tages gingen wir zu 3 verschiedenen Secondhand-Läden in der Stadt. Und jedes Mal, wenn wir rausgingen, um zu unserem Auto zu gehen, saß er auf dem Parkplatz in seinem Auto und telefonierte. Also weiß ich nicht, ob er uns verfolgt hat. Ich bekomme den Vibe, dass er irgendeine psychische Störung hat. Vielleicht Drogen. Ich denke oft an diesen Typen und es verblüfft mich immer wieder. Menschen, die ein Geständnis auf dem Sterbebett gehört haben. Was waren einige interessante oder bemerkenswerte? Meine Großmutter hat auf dem Sterbebett einen Mord gestanden. Normalerweise würde man denken, es lag an den Schmerzmitteln, aber sie war so exzentrisch, dass es tatsächlich glaubwürdig klang. Wir haben alle ihre Ex-Männer, Partner und alle anderen möglichen Kandidaten nachverfolgt. Zum Glück war niemand verschwunden oder eines unnatürlichen Todes gestorben, aber manchmal frage ich mich trotzdem. Mein Vater hatte Alzheimer und landete schließlich in einer gesicherten Station. Er war blind und fast taub. Ich besuchte ihn eines Tages. Er wusste nicht, wer ich war, aber er fing an, über mich zu sprechen. Er sagte, ich hätte es im Leben besser gemacht als er und dass er stolz auf mich sei. Im echten Leben war er ein ruhiger Mann und hatte mir das nie gesagt, als ich aufwuchs. Wenn ich zurückblicke, merke ich, dass er Dinge für mich getan hat, die ich dummerweise nie als solche erkannt habe. Zum Beispiel, als er in Rente ging, fragten ihn seine Kollegen, was er sich als Abschiedsgeschenk wünscht. Er wählte einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Das war in den 1970ern. Er selbst hatte keine Verwendung dafür. Er schenkte ihn mir für die Uni. Ich dachte mir damals, er hätte ihn einfach nur weitergegeben, ohne zu begreifen, dass er ihn extra wegen mir im Kopf ausgesucht hatte. Meine Urgroßmutter führte ein sehr langes und interessantes Leben. In den 1920ern war sie in ihren 20ern, mitten in der Wirtschaftskrise. Sie hatte damals wohl eine wilde Phase, über die wir allerdings kaum etwas wissen. So sehr, dass wir nicht mal den Namen unseres Urgroßvaters kennen, nur den ihres späteren Ehemanns. Im Laufe ihres fast 100-jährigen Lebens sammelte sie Eulen, wörtlich tausende Eulenfiguren.
Sie hatte Uhren, Wandbehänge, Topflappen, Lampen, Kunst auf Buntglas, Salzstreuer und mehr kleine Eulenfiguren, als man sich vorstellen kann. Wir fragten uns immer wieder, welche Bedeutung die Eulen für sie hatten. Sie sprach nie darüber. Wir wussten nur, sie liebt Eulen. Nun, als sie dem Tod nahe war, 98 oder 99 Jahre alt, und die Ärzte sagten, es ginge nur noch um Tage, gingen meine Großeltern zu ihr und fragten, ob es noch etwas gäbe, das sie sagen oder fragen wolle, bevor sie gehe. Sie dachte kurz nach und sagte dann, ich habe die Eulen nie verstanden. Wie sich herausstellte, waren ihr die Eulen völlig egal. Soweit wir das rekonstruieren konnten, hatte sie irgendwann in den 40ern oder 50ern entweder ein Untersetzerset oder Salz- und Pfefferstreuer in Eulenform gekauft. Dann schenkte ihr jemand das andere. Das waren die ältesten Eulen, an die sich jemand erinnern konnte. Und von da an bekam sie ein passendes Eulenteil geschenkt, vermutlich einen Topflappen oder Platzdecken. Plötzlich war ihre Küche im Eulenstil. Von da an nahm es seinen Lauf. Die Eulen kamen in Strömen, wie Wein, und verwirrten sie über 60 Jahre hinweg. Am Ende machten sie den Großteil ihres Besitzes aus. Die Moral der Geschichte: Wenn dir etwas nicht taugt, sag es lieber früh. Meine Großmutter litt viele Jahre an Demenz, bevor sie starb. Es wurde so schlimm, dass sie nicht mehr wusste, wer ihre Familie war und sich in ihrem Haus verbarrikadierte, weil sie vor allen Angst hatte. Sie vergaß sogar, dass sie rauchte. Monate später fand sie dann irgendwo ihre Zigaretten wieder, weil sie vergessen hatte, wo sie hingelegt hatte, und sagte, sie sei dringend auf der Suche nach einer. Sie rauchte dann eine, legte die Packung wieder weg und das war's für Monate. Am Ende blieben ihr nur noch wenige Erinnerungen. Eine davon war, dass ihre Schwester wunderschön Klavier spielen konnte und dass ihr Ehemann, ihre Jugendliebe, fort war, aber sie nicht wusste, wohin. Er war schon vor einiger Zeit gestorben. Sie verbrachte ihre Tage damit, auf seine Rückkehr zu warten. Mein John kommt gleich nach Hause, sagte sie oft. Oder jemand ging am Fenster vorbei. Sie sah zweimal hin und meinte, ich dachte, das war mein John. Es war herzzerreißend mit anzusehen, wie sie immer weiter abbaut, bis sie schließlich auf dem Sterbebett lag, ohne noch etwas oder jemanden zu erkennen. Ich ging ins Krankenhaus, um mich von ihr zu verabschieden. Sie hielt meine Hand, sagte mir, wie sehr sie mich liebt und dass sie jetzt bereit sei, zu John zu gehen. In diesem Moment erinnerte sie sich daran, wer ich war, was mit ihr geschah und dass ihr Mann, mein Opa, bereits gegangen war. Nicht lange danach schlief sie friedlich ein. Ich bin für immer dankbar, dass ich mich verabschieden und ihr noch sagen konnte, wie sehr ich sie liebe. Ich habe diesen Moment so lange mit mir herumgetragen, ohne ihn je wirklich zu verarbeiten. Das alles jetzt aufzuschreiben, hat mir das Herz herausgerissen. Ich vermisse sie beide so sehr, aber ich weiß, dass sie jetzt endlich wieder zusammen sind, irgendwo. Nicht meine Geschichte, sondern die eines Hospizmitarbeiters, der in meiner Klasse gesprochen hat. Für alle, die es nicht wissen, ein Hospiz ist eine Form der Sterbebegleitung, bei der es nicht darum geht, den Tod zu verhindern, sondern darum, den sterbenden Menschen körperliche und seelische Schmerzen zu nehmen und ihm den Übergang zu erleichtern. Eine seiner Patientinnen war eine bettlägerige Frau in ihren 90ern, die größtenteils nicht ansprechbar war, aber hin und wieder hatte sie Momente der Klarheit und des Erkennens. Es ist schwer zu sagen, wie sehr Patienten in diesem Zustand noch etwas von ihrer Umgebung mitbekommen. Deshalb wird die Familie ermutigt, einfach bei ihnen zu sein, in der Hoffnung, dass sich das beruhigend wirkt. Die Frau stammte aus einem US-Bundesstaat, der sehr stolz auf eine staatliche Universität war, besonders auf deren Footballteam. Ihre Familie war über 4 oder 5 Generationen hinweg auf diese Uni gegangen. Während ihrer Hospizzeit allerdings entschied sich ihre Urenkelin als erstes in der Familie, auf eine andere Uni zu gehen, und zwar auf die der großen Rivalen. Die Familie unterstützte ihre Entscheidung, machte aber oft Witze darüber, dass sie die Rebellin oder der Judas der Familie sei. Eines Tages saßen alle um das Bett der alten Dame und neckten das Mädchen wieder mal wegen ihrer Studienwahl. Plötzlich setzte sich die Patientin auf, sah ihrer Urenkelin direkt in die Augen und sagte »Verräterin« und starb. Einfach so. Ich habe die letzten 14 Jahre in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen, einer kleinen Stadt in der Nähe von München, gearbeitet. Mein Job dort ist alles andere als glamourös. Ich bringe Patienten von A nach B, entsorge den Müll und erledige hin und wieder kleinere handwerkliche Dinge, zum Beispiel einen undichten Duschkopf reparieren. Wie ihr euch denken könnt, sehe ich viele Patienten kommen und gehen. Manche davon sterben eben auch. So ist das Leben. Ein paar Mal haben mir die Leute vor ihrem Tod ihre größten Geheimnisse oder Reuegeständnisse anvertraut. Hier sind ein paar Beispiele.
Eine ältere polnische Frau sagte mir, dass sie bedauere, nicht mit Hitler geschlafen zu haben, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Ihre Worte. Ich wollte eigentlich nachfragen, wie sie das meint, aber ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut. Ein anderer war ein ehemaliger Lkw-Fahrer aus Ostdeutschland. Er gestand mir, dass er einmal ein paar Kinder mit seinem Lkw überfahren hatte und sich nicht traute anzuhalten, um nachzusehen, ob sie noch lebten. Eine weitere Polin erzählte mir, dass sie im Zweiten Weltkrieg Prostituierte war und mit sehr hochrangigen Leuten in der Regierung geschlafen habe. Sie sagte, dass sie aus dieser Zeit nichts bereue und dass sie mit niemandem darüber reden konnte und das emotional sehr belastend war. Sie erzählte mir auch, dass sie mehr als 5 Abtreibungen in dieser Zeit gehabt habe. Ich war nicht dabei, um ihre Beichte selbst mitzuerleben, aber die Geschichte, die dazu führt, ist faszinierend. Meine Mutter wurde adoptiert und meine Großeltern haben das nie verheimlicht. Sie liebten meine Mutter wie ihr eigenes Kind. Als sie aufwuchs, versuchte sie so viel wie möglich über ihre leiblichen Eltern und die ihres Adoptivbruders zu erfahren. Damals war es allerdings nicht gerade einfach, an solche Informationen zu kommen. Meine Mutter und mein Onkel wurden nur mit wenigen oder gar keinen Angaben zu ihren leiblichen Eltern ins Waisenhaus gebracht. Oder es wurde ausdrücklich verlangt, die Informationen geheim zu halten. Irgendwann gelang es meiner Mutter, aus Notizen, die sie über Jahre hinweg gesammelt hatte, genug zusammenzutragen. Zum Beispiel, welche Familien wahrscheinlich mit ihr verwandt sein könnten. Oder Grundbuchinformationen, die man in der Bibliothek findet. Und sie hat dieses Puzzle im Laufe ihres Lebens Stück für Stück zusammengesetzt. Schließlich konnte sie die Namen ihrer Mutter und der Mutter ihres Bruders herausfinden. Sie fand heraus, dass sie Teil einer großen Familie war, mit vielen Brüdern und Schwestern. Was ihren Bruder betrifft, er fand heraus, dass seine Mutter nicht lange nach seiner Adoption gestorben war. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie diese Informationen gesammelt hatte, war meine Mutter bereits verheiratet, hatte meine ältere Schwester und war mit mir schwanger. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, das sie schließlich auf die richtige Spur brachte. Vielleicht hatte sie etwas gehört oder irgendwo etwas gelesen, aber sie bekam eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer gehörte zu dem Haus ihrer leiblichen Mutter. Sie rief an und ein Junge antwortete. Meine Mutter fragte dann nach dem Namen, den sie kannte, und hörte dann: »Ja, einen Moment. Mama, das Telefon ist für dich.« Meine Mutter und ihre Mutter sprachen miteinander. Es war kein einfaches Gespräch. Ich nenne die Mutter meiner Mutter jetzt einfach Bio-Oma. Bio-Oma war überhaupt nicht einverstanden damit, dass meine Mutter sie kontaktiert hatte. Sie stellte kaum Fragen, aber meine Mutter meinte, sie hätte einfach erzählt. Und wenn Bio-Oma auflegen wollte, hätte sie das jederzeit tun können. Also erzählte meine Mutter ihre Kurzfassung ihres Lebens. Und dann war das Gespräch vorbei. Bio-Oma schrieb meiner Mutter danach hin und wieder Briefe, aber sie machte unmissverständlich klar, dass niemand aus ihrer Familie jemals davon erfahren dürfe. Und dieses Geheimnis trug sie mit sich bis zum Tag ihres Todes. An dem Tag fragte sie eine ihrer Töchter: »Wirst du uns sagen, wohin du damals gegangen bist, als du einfach weg warst?« Und Bio-Oma gestand schließlich, sie war damals in ein Heim für ledige Mütter gegangen, um meine Mutter auf die Welt zu bringen. Das Kind aus einer Affäre. Ich habe 2 meiner leiblichen Tanten kennengelernt, aber leider sind beide vor ein paar Jahren gestorben. Kurzfassung: Meine leibliche Großmutter hatte eine Affäre mit einem Milchmann, verschwand für eine Weile, um in einem Heim für ledige Mütter ein Kind zur Welt zu bringen, und erzählte ihrer Familie erst auf dem Sterbebett davon. Leute, die mit einem Psychopathen zu tun hatten. Woran habt ihr erkannt, dass die Person einer ist? Ich traf eine Frau auf einer Party, die mir dieses seltsam beklemmende Gefühl gab. Sie war gesellig und zog mühelos die Aufmerksamkeit jeder kleinen Gruppe auf sich, in der sie war. Sie nutzte Gespräche über ihren Job, um das Gespräch auf sich zu lenken. Sie war Krankenschwester auf der Entbindungsstation und redete über Arbeitszeiten und die Bezahlung und all das. Um die Stimmung zu ändern, fragte ich sie, was ihr an ihrem Job gefiel. Und da ging sie richtig auf. Aber was sie sagte, drehte sich nicht um ihre Kollegen oder darum, Menschen zu helfen oder einen Unterschied zu machen. Ihre Antwort lief auf Macht hinaus. Sie strahlte förmlich, als sie beschrieb, wie zerbrechlich frisch gebackene Mütter sind und wie viele subtile Dinge schiefgehen können. Sie war stolz darauf zu erzählen, wie sie wusste, wann eine Mutter die Nacht nicht ohne Komplikationen überstehen würde und dass sie die einzige Krankenschwester auf der Station war, die in solchen Fällen helfen konnte. Sie liebte es, dass sie die Kontrolle über etwas so Wertvolles und Zerbrechliches hatte.
das nicht ersetzt werden konnte. Ich erinnere mich auch noch an dieses Lächeln und auch die anderen um uns herum nahmen es ebenfalls wahr. Ich habe meine ganze Karriere lang mit Teenagern gearbeitet und kenne mich ziemlich gut damit aus, wie sich psychische Erkrankungen bei Mittel- und Oberschülern zeigen können. Wir hatten einen Schüler, nennen wir ihn Evan, kein echter Name. Normalerweise verstehe ich, warum Kinder beliebt sind, aber dieser Junge war mir ein Rätsel. Er war nicht charismatisch auf den Fluren, er war kein Partykind, er war nicht sportlich, er war nicht lustig und freundlich war er ganz sicher auch nicht. Dieser Junge hatte immer ein gewisses Aufsehen und suchte sich dann gezielt einen männlichen Mitschüler aus, den er quasi mit Zuneigung überhäufte. Er baute emotionale Bindung zu diesem Jungen auf und nutzte sie dann völlig zu seinem eigenen Vorteil. Er suchte sich auch Lehrer aus und quälte sie erbarmungslos. Im Kreativschreiben schrieb er darüber, wie eine Figur in seiner Geschichte namens Kevin, nicht real, aber sehr nah dran, das Haus eines Lehrers besuchte, der zufällig einen Hund hatte, genauso wie der Lehrer. Er schrieb sehr detailliert darüber, wie er diesen Hund quälte. Nicht tötete, sondern quälte. Er veränderte die Details so weit, dass er behaupten konnte, er imitiere irgendeinen Autor wie Vonnegut oder so etwas. Wenn er dafür Ärger bekam, schickte er den gerade favorisierten männlichen Mitschüler los, um den Lehrer Vernunft einzureden. In Wahrheit bedeutete dieses Vernunfteinreden nur, dass der Freund Drohungen aussprach, um Evan zu schützen. Dieser Freund wurde suspendiert, aber als er zurückkam, bat Evans Mutter darum, ihn von Evan fernzuhalten. Evan selbst bekam keine Probleme, weil er behauptete, er hätte doch nicht gedacht, dass der Freund aggressiv werden würde. Doch, das hatte er. Es war ein ständiges Muster und schließlich wurde er in meine Klasse versetzt. Dort versuchte er dieselbe Masche wieder. Er schrieb eine Geschichte über eine Figur, die nicht Evan hieß, aber ihm sehr ähnlich war. Die wusste, wo ein Lehrer, der sehr nach mir klang, wohnte und die plante, mein Haus niederzubrennen, während meine gesamte Familie darin war. Am nächsten Tag las ich diese Geschichte vor der Klasse vor und bat die Schüler, ihm gemeinsam Feedback zu geben. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Vor allem, weil die Mädchen, die bis dahin gar nichts von diesem Drama wussten, völlig schockiert waren. Sie hielten ihn für einen Creeper, den sie nicht mochten. Am Ende zog er im nächsten Jahr weg und jetzt ist er erwachsen, über 18. Manchmal google ich seinen Namen, weil ich wirklich nicht weiß, welchen Schaden jemand anrichten kann, der so effektiv manipuliert. Ich bin Lehrer und habe ebenfalls einen Psychopathen unterrichtet. Dieser hier manipulierte die Lehrer mit Charme, während er gleichzeitig seine Mitschüler quälte. Aber sobald die Lehrer ihn wirklich kennenlernten, hassten sie ihn abgrundtief. Selbst die besonders mitfühlenden Lehrer, die immer zu den Problemkindern hielten, sagten ohne zu zögern, dass er ein schrecklicher Mensch sei. Ich war schockiert, das so zu hören, weil er mir am Anfang so nett vorkam, als ich ihn zum ersten Mal unterrichtete. Und er war sogar ein Anführer im Klassenzimmer. Das erste Anzeichen, dass etwas nicht mit ihm stimmte, war, als ich bemerkte, dass keines der Mädchen ihn mochte. Er sah reif aus, war gut aussehend und ein gut entwickelter Mittelschüler. Genau der Typ Junge, in den sich normalerweise alle Mädchen verknallen würden. Aber sie alle hassten ihn und fühlten sich unwohl, wenn sie mit ihm arbeiten mussten. Ich fand heraus, dass er ihnen heimlich extrem widerliche Dinge zuflüsterte und sie sogar körperlich verletzte. Wann immer er es so aussehen lassen konnte, als wäre es ein Unfall, war es ein Unfall. Dann erfuhren wir, dass er sich freiwillig meldete, um in den jüngeren Klassen, wie Kindergarten bis zur 2. Klasse, zu helfen, nur um diese Kinder körperlich zu misshandeln, wenn niemand hinsah. Er war dabei cool und ruhig, zeigte keinerlei Reue. Danach entwickelte er eine Obsession mit dem Militär, sagte, er wolle beitreten, um Menschen töten zu können. Er wirkte dabei nie wütend oder traurig, sondern unheimlich ruhig und grausam. Seine Augen begannen zu leuchten und er lächelte, aber dahinter war einfach nichts. Seine Adoptiveltern wurden zu einem Gespräch einbestellt und sie sagten, dass sie Angst vor ihm hätten. Sie schickten ihn sogar im nächsten Jahr aufs Internat, so groß war ihre Furcht. Ich habe viele schwierige Schüler unterrichtet, sogar welche, die kein Mitgefühl zu haben schienen und keine Schuldgefühle beim Verletzen anderer. Aber dieser Junge war in einer ganz anderen Liga. Er war eindeutig potenzielles Serienkillermaterial, während selbst die schlimmsten Problemkinder, mit denen ich gearbeitet habe, wahrscheinlich nur als schlechte Mitglieder der Gesellschaft enden werden. Ich bin Psychiater.
Durch meine Arbeit habe ich mehrere Männer mit einer echten dissozialen Persönlichkeitsstörung kennengelernt. Bisher keine Frauen und es ist wirklich verstörend. Zu ihrer frühesten diagnostischen Verhaltensweisen gehört das Töten von Tieren im Kindesalter, was sich jedoch oft später zu Gewalt gegenüber anderen Menschen weiterentwickelt hat. Ich halte die Details vage, um die Anonymität zu wahren. Es gibt auch bei denen, die schließlich in eine stationäre Klinik kommen, auch eine kriminelle Vorgeschichte. Aber viele dieser Menschen, die sich in der Allgemeinheit bewegen, können äußerst charismatisch und erfolgreich sein. Ich finde, Psychopathen sind sich ihrer selbst bewusst und Narzissten belügen sich selbst. Einen Narzissten kann man manipulieren, indem man ihm Honig ums Maul schmiert. Aber bei einem Psychopathen funktioniert das nicht. Wenn ein Psychopath merkt, dass du ihm auf die Schliche gekommen bist, lässt er manchmal die ganze Show fallen. Aber nicht auf die gute Weise. Narzissten graben sich stattdessen nur noch tiefer ein, während sie versuchen abzulenken. Ich habe das Gefühl, beide können dich ruinieren. Aber Psychopathen verfolgen ein rationales Ziel, während Narzissten nur versuchen, aus deiner Aufmerksamkeit Zufuhr, narzisstische Supply zu ziehen, wie ein Drogenabhängiger. Es ist furchtbar, wie gut Psychopathen darin sind, Menschen zu täuschen. Man muss mit so jemandem zusammenleben und die Person wirklich sehr gut kennen, um dahinter zu blicken. Sie kümmern sich um niemanden außer sich selbst. Bei Narzissten gibt es immerhin noch etwas Hoffnung auf Veränderung, aber bei Psychopathen ist das äußerst selten. Sie sind extrem schlau und das mit der plausiblen Abstreitbarkeit trifft sehr gut zu. Sie sind wirklich gut darin, Menschen zu manipulieren, aber dahinter steckt keine echte Person. Sie können niemals wirklich eine Verbindung zu jemandem aufbauen. Sie kümmern sich nur um ihre eigenen Interessen und gleichzeitig fehlt ihnen ein echtes Selbst. Ich arbeite in einem Gefängnis und habe mit echten Psychopathen zu tun gehabt, diagnostiziert und alles. Am besten kann ich es so beschreiben und bedenkt, das kommt von jemandem, der wusste, worauf er sich einlässt. Es fehlt etwas in ihrem Gehirn. Man kann es in ihren Augen sehen. Da ist eine Leere dahinter. Und wenn sie mit dir reden, ist es nur ein großes Spiel. Ich rede nicht von, oh, das ist ein Mangel an Empathie, was es zwar auch ist, sondern von einer Leere, die einfach nicht natürlich wirkt. Normale Häftlinge spielen Spiele, Lügen, Manipulation, sich dummstellen, um herauszufinden, was du weißt, das gehört zu ihrer Welt. Aber bei Psychopathen steckt viel mehr Berechnung und Abwägung in ihrer Interaktion mit dir. Etwas, das bei normalen Insassen so nicht existiert. Sie mustern dich ganz genau und du musst dir absolut bewusst sein, was sie tun. Du darfst nur streng nach Vorschrift, Regelwerk und deinem Job handeln. Sie lieben Kontrolle und sie versuchen immer, ein Stück davon bei dir zu bekommen. Du darfst es ihnen einfach nicht erlauben. Ich war mit so einem Typen zusammen. Ich dachte auch, er hätte hochfunktionalen Autismus, aber ich lag falsch. Und ich entschuldige mich bei allen Menschen im Autismus-Spektrum für diesen Gedanken. Sie gehören zu den aufmerksamsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich war lange genug mit ihm zusammen, um ein paar Beispiele zu haben. Ich habe ihn ein paar Mal dabei erwischt, wie er vor dem Spiegel Gesichtsausdrücke übte. Schon das war seltsam. Am verstörendsten war jedoch, als er fast wortwörtlich unser Gespräch vom selben Tag nachspielte, indem ich ihm erzählt hatte, eine Freundin von mir könnte Brustkrebs haben und ich sei sehr besorgt. Er wiederholte leise die Sätze, die er und ich gesagt hatten, und konzentrierte sich vor allem darauf, mich zu imitieren. Er war sehr frustriert wegen meines Hundes, vielleicht sogar eifersüchtig. Zweimal fragte er mich ganz ungeniert, warum ich in ein Tier investiere, das mein Leben keinen praktischen Wert oder Nutzen bringt. Das ist Zeit- und Geldverschwendung. Als ich erklärte, dass ich sie liebe und ihr Dasein an sich wertvoll ist, ergab das für ihn keinen Sinn. Mein Hund war ihm gegenüber nicht so zutraulich wie allen anderen, hatte aber weder Angst vor ihm, noch war sie aggressiv. Ich behielt es trotzdem im Blick. Er hatte als Kind einen Familienhund und hat nie einen Hundeangriff erlebt. Wir gingen eines Abends die Straße entlang, um uns Abendessen zu holen, als wir auf einen schlimmen Unfall stießen. Ein Fahrradkurier war von einem Auto angefahren worden. Die Einkäufe, die er auslieferte, lagen sogar im Blut, das sich auf der Straße gesammelt hatte. Und der Kurier lag noch am Boden, während die Sanitäter an ihm arbeiteten. Es war, gelinde gesagt, extrem schockierend und traurig. Die Leute um uns herum weinten und beteten. Weil die Polizei die ganze Zeit die Kreuzung gesperrt hatte, mussten wir umdrehen und einen anderen Weg zum Restaurant nehmen. Ich erinnere mich lebhaft an das, was dann zwischen uns passierte, und es macht mir bis heute Angst. Ich hatte offen Sorge, Trauer, Angst und Hoffnung für die Person auf der Straße geäußert.
Doch mein Ex sagte mit voller tonloser Stimme, wie unglaublich unpraktisch es jetzt sei, dass wir einen Umweg gehen müssen. Und er verstand nicht, warum alle so aufgebracht sind, wegen etwas, das höchstens wirklich nervig ist. Es ist ja nicht so, als würden sie ihn kennen. Ich starrte ihn ungläubig an und erwartete, dass er wenigstens wütend aussehen würde, was schon schlimm genug gewesen wäre. Stattdessen drehte er sich zu mir, sah mir in die Augen und ich sah den leersten Ausdruck, den ich je bei einem Menschen gesehen habe. Es lief mir eiskalt den Rücken hinunter, als würden alle Überlebensalarme in mir gleichzeitig losgehen. Die schiere Gleichgültigkeit und Empathielosigkeit war greifbar und ich glaube, er wusste, dass sie ihn durchschaut hatte. Denn endlich wirkte er verärgert, allerdings über mich, und sagte, ich solle bloß nicht zulassen, dass das unseren Abend ruiniert, nahm meine Hand und zog mich ins Restaurant. Das waren die belastendsten Beispiele. Wir haben uns nach dem Autounfall getrennt, aber es gab viele kleine Dinge, die ich im Nachhinein noch auflisten könnte. Wichtig ist mir jedoch, damit zu enden, wie extrem normal, ja sogar charmant, ihr Verhalten zu 99% der Zeit ist. Selbst wenn du sie gerade erst kennengelernt hast und sie dir komisch vorkommen, hast du keine Beweise, bis sie etwas Merkwürdiges sagen oder tun, was meist erst dann passiert, wenn du schon fest in ihrem Einflusskreis bist. Und wenn du ihnen bereits nahe genug bist, um so ein beunruhigendes Verhalten zu sehen oder zu erleben, ordnest du es eher als ihre Macke ein, als Misskommunikation oder Missverständnis deinerseits und so weiter und gibst ihnen den Benefit of the Doubt, denn bis dahin waren sie zu dir normal, witzig, nett, cool oder sogar großzügig. Sie sind eben nur ein bisschen seltsam oder eigen. Ich war 2003 6 Minuten lang tot. Der Himmel ist nicht das, was wir glauben. Mit Entschuldigung an alle Gläubigen, aber ich habe das Gefühl, meine Geschichte muss erzählt werden. Im Jahr 2003, als ich 15 Jahre alt war, blieb mein Herz 6 Minuten lang stehen. Es geschah an einem ganz gewöhnlichen Nachmittag, genau in dem Teil meiner täglichen Routine, in dem ich vom Bus nach Hause lief. Auf den 4 Blocks zwischen der Ecke, an der ich ausstieg, und meiner Haustür wurde mir plötzlich übel. Das kam völlig ohne Vorwarnung. Ich hatte mich den ganzen Tag gut gefühlt und mittags Bosco-Sticks mit Marinara-Soße gegessen. Etwas, das ich an der Highschool schon hunderte Male gegessen hatte. Noch ehe ich andere Ursachen in Betracht ziehen konnte, brach mir kalter Schweiß aus. Dann spürte ich dieses seltsame Flattern in meiner Brust. Mein Herz geriet, wie ich später erfuhr, in eine Episode von Kammerflimmern. Mir blieb der Atem weg und ich brach zusammen. Was danach geschah, erfuhr ich erst später. Offenbar lag ich ausgestreckt auf der Straße, wo eine Frau in einem Kombi mir beinahe den Schädel unter einem Reifen zerquetscht hätte. Stattdessen machte sie eine Vollbremsung, versuchte mich zu wecken und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst stellte fest, dass mein Herz nicht mehr schlug. Technisch gesehen war ich tot. Sie brachten meinen Körper ins Krankenhaus und schafften es unterwegs, meinen Ticker wieder in Gang zu bringen. Dann begann eine wochenlange Odyssee durchs amerikanische Gesundheitssystem, die schließlich zu einer Ablation, einem Herzschrittmacher und zu einem Berg Schulden führte, mit denen meine Familie bis heute kämpft. Aber meinem Herzen geht es gut. Und Gott verdammt nochmal, zum Glück ist das so. Denn was ich an diesem Tag erfuhr, hat mich gelehrt, niemals Gott für irgendetwas zu danken. Denn in diesen 6 Minuten, in denen mein lebloser Körper durch die Stadt kutschiert wurde, begleitet von 2 Sanitätern, die unermüdlich versuchten, mich wiederzubeleben, löste sich meine Seele von unserer Welt und besuchte das Jenseits. Während meines Aufenthaltes lernte ich Dinge über unser Universum, die ich lieber nicht gewusst hätte. Vielleicht kann ich durch das Teilen meiner Geschichte unserer Spezies helfen, sich auf das vorzubereiten, was uns nach dem Tod erwartet. Es begann mit Licht, blendend, weiß, allgegenwärtig. Es umhüllte mich, beruhigte mich, genauso wie man es einem erzählt, selig, einladend, Stoff spiritueller Erfahrungen. Ich hatte das Gefühl, aufzusteigen, als würde mich das Licht himmelwärts tragen. Ich passierte mehrere Tore, die mein benommenes Bewusstsein kaum wahrnahm. Rückblickend glaube ich nicht, dass sie physisch waren. Und doch spürte ich das Gefühl des Einlassens, als könnten sie mir den Aufstieg verwehren, wären sie verschlossen geblieben. Schließlich gelang ich an einen ortlosen Ort jenseits aller Realität. Er ergab nur Sinn, solange ich mich dort befand. Ich glaube nicht, dass ein körperliches Wesen diese Astralebene begreifen kann.
Etwas an ihrer immateriellen Existenz entzieht sich der Übersetzung. Was mir blieb, waren daher eher Eindrücke als Bilder. Ich war nicht allein. Mehrere Lebenskräfte umschlossen mich bei meiner Ankunft. Zunächst hielt ich sie, geprägt von meiner christlichen Erziehung, für Engel. In meiner körperlosen Form machte ich das spirituelle Äquivalent einer Umarmungsgeste in Erwartung ihres Willkommens. Stattdessen fühlte ich mich von ihren Kräften gefesselt wie ein angeleinter Hund. Demütigung und Angst überkamen mich. Das waren nicht die ätherischen Wesen, von denen man mir berichtet hatte. Das waren grausame, mitleidslose Herrscher, von denen ich gekettet wurde. Warum? Dachte ich, während meine Seele wie ein trotziges Kind aufschrie. Etwas, das wie Gelächter klang, kam zurück. Kalt, spöttisch. Gedanken glitten in meinem Bewusstsein wie Vögel, die ein- und ausfliegen. Unser Universum enthält, wie viele Parallele, nur einen winzigen Bruchteil der gesamten existierenden Energie. Es ist wie eine Farm geschaffen, um Seelen zu produzieren, die nur unter den präzisen Bedingungen unseres Kosmos entstehen können. Wenn Wissenschaftler von der Unwahrscheinlichkeit unseres Goldlöckchen-Universums sprechen, dann deshalb, weil es tatsächlich nicht spontan entsteht. Es wird entworfen und die Hände, die es formen, sind keine wohlwollenden Götter, sondern gierige Wesen, denen die Geschöpfe, die sie erschaffen, wenig bedeuten. Unser letztendlicher Zweck, so lernte ich in der Obhut der Geister, die mich fesselten, besteht darin, zu reifen, bis wir bereit sind, ihnen auf höherer Ebene zu dienen. Der Urknall gebar das Universum, damit Leben entstehen konnte und letztlich die Menschheit, ein hinreichend bewusstes Wesen, das als Sklave auf einer höheren Ebene geerntet werden kann, wo Zeit und Raum sich in eine Ewigkeit auflösen, die wir in Knechtschaft verbringen. 6 Minuten im Himmel fühlten sich an wie ein ganzes Leben, in dem ich ein kindliches Wesen belustigte, das eine Vorliebe für psychisch quälende Manipulation hatte. Es spielte mit mir wie eine Katze mit einer gefangenen Maus, berauschte sich am Schmerz, den es verursachte. Die körperlichen Qualen, die wir uns in der Hölle vorstellen, das Verblassen gegenüber der Tortur des Seelenschmerzes, dem Verlust eines geliebten Menschen kommt es am nächsten, jenem stechenden emotionalen Schmerz, der aus Trauma entsteht. Als klar wurde, dass meine Zeit auf Erden noch nicht abgelaufen war und ich zurückkehren würde, befahlen sie mir, ihre Existenz nicht zu offenbaren. Meine Belohnung, so teilten sie mir mit, wäre ein geringfügig besserer Rang unter der Sklavenbevölkerung. Sollte ich jedoch andere überzeugen, neue Schrecken würden mich erwarten, wenn ich zurückkäme. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als das, was ich erlebte, verschlungen von unaussprechlicher Trauer und Qual. Wochenlang versuchte ich jedem, der zuhören wollte, zu erklären, was ich erlebt hatte. Alle sagten, ich hätte eine sehr ernsthafte und traumatische Erfahrung durchgemacht und das Ereignis habe sowohl in meiner Psyche als auch in meinem Herzen Narben hinterlassen. Ich gab es auf, sie zu überzeugen. Allmählich begann ich mich selbst davon zu überzeugen, dass sie recht hatten. Ich hatte es mir einfach eingebildet, ein Todestraum, in dem der Geist versucht, sein eigenes bevorstehendes Ende zu begreifen. Dann traf ich jemanden, der behauptete, Gott begegnet zu sein. Das war ein paar Jahre später, als der Autor eines Sachbuchs, der über seine Nahtoderfahrung geschrieben hatte, meine Heimatstadt besuchte. Seinen Namen nenne ich nicht, ich will keine Klage riskieren. Ich besuchte eine Lesung und stellte ihn anschließend zur Rede. Ich sah ihm in die Augen und fragte, ob er wirklich Gott getroffen habe. Etwas, womit er sich schon hunderte Male auseinandergesetzt hat. Er lächelte und nickte, versicherte mir, ja, Gott sei real und voller Liebe. Aus einer Laune heraus sagte ich ihm, dass ich die Wahrheit kenne, nämlich, dass uns allen Sklaverei bevorsteht. Ein Zucken in seinem Blick verriet, dass er Bescheid wusste. Er war wirklich gestorben und hatte das Jenseits besucht, hatte in seinem Buch jedoch gelogen, denn er wusste es. Er kannte die Wahrheit über den Himmel, den schrecklichen Ort, an den unsere Seelen gebunden werden.